In diesem Video wollte ich euch die Resident Evil 4 Demo in der VR-Version beziehungsweise mit einer Mod von Praydog. Ihr kennt vielleicht die Mod von Praydog schon, der hat sich alle möglichen Resident Evil Teile geschnappt und da eine VR-Umsetzung draus gemacht und arbeitet gerade an einer Unreal Engine Injector Mod, also dass quasi jedes Unreal Engine Spiel in VR funktionieren soll. Das ist super spannend und da freue ich mich schon drauf. Und er hat sich die Demo geschnappt, die es seit heute, glaube ich, gibt. Und hat sie VR-fähig gemacht. Zwar nur in Third Person und hier und da gibt es noch ein paar kaputte Stellen. Aber was will ich euch eigentlich sagen? Meine Datei ist kaputt gegangen, ganz genau. Ich habe gut eine Stunde für euch aufgenommen und es ist auch nicht leicht, das zu spielen, weil das eben nur eine Mod ist und die ist auch noch nicht final, einfach nur eine Demo und der wird die auf jeden Fall weitermachen, wenn das Spiel draußen ist. Und also am 23. März, glaube ich, kommt das Spiel raus und dann soll die Demo auch final rauskommen und auf jeden Fall besser sein als jetzt. Denn jetzt muss man schon einen guten Magen haben. Also mir ist schon ziemlich motion sick gewesen. Deswegen werde ich das Gameplay nicht komplett neu aufnehmen. Das packe ich einfach nicht. Aber ich werde euch das trotzdem hochladen, soweit ich das gespielt habe. Ich glaube, ich bin aber nicht so weit gekommen. Also die Demo ist Dark Corrupted, wo man noch nicht zum Schießen kommt, leider. Und da ist das größte Problem bei mir gewesen. Das Schießen hat nicht so richtig funktioniert. Also, ne, das Schießen hat super funktioniert. Also man spielt mit dem Controller. Ich konnte alles ganz normal machen. Aber das Fadenkreuz ist verschoben und irgendwie war das Schießen dadurch total erschwert. Also man musste so ein bisschen gucken, aber ich habe die Demo tatsächlich trotzdem beenden können. Bis zu dem Kettensägenmann kann man das spielen. Und ich habe das auch geschafft, dann ist die Demo vorbei. Also gut eine Stunde habt ihr Spaß dran, aber wie gesagt, mein File ist kaputt gegangen. Ich habe jetzt irgendwie die Hälfte nur, vielleicht 20 Minuten oder so, wo ich euch das Spiel zeigen kann. Aber ich glaube, ihr kriegt einen guten Einblick in die Demo, in die Grafik, in die Mod selbst, was die so grafisch kann. Also natürlich müsst ihr einen beefy Rechner haben. Ich habe hier eine 3080 Ti und ja, musste auch eine Asynchron Space Warp und so weiter alles aktivieren. Und ja, das ist auf jeden Fall, war ein ganz schönes Hackmack. Deswegen möchte ich euch das auf jeden Fall zeigen, das Material, weil ich da echt viel Arbeit reingesteckt habe. Und ja, soweit es eben geht. Also guckt es euch einfach an. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Und ich sage am Ende nochmal was dazu. Und ja, viel Spaß. Und damit herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Ich spiele heute die Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo mit einer VR-Mod von Praydog. Der war nämlich ziemlich schnell und hat seine Resident Evil Framework Mod, VR-Mod, schnell angepasst an die Demo hier. Und ich möchte euch die einfach mal zeigen, wie das Ganze hier aussieht. War gar nicht mal so leicht, weil ja, es gibt jetzt nicht so das perfekte Window, was hier geöffnet ist, halt eine Mod. Und Leon hatte hier das Problem, dass er ziemlich breit war, weil das Ganze so lang gezogen wird. Hier auf meinem Auge war alles okay. Er wirkt schon ein bisschen klein, also Scaling ist so lala. Gibt es auch nur in Third Person, also erwartet jetzt noch keine First-Person-Mod, aber ey, er ist schon hier und grafisch sieht das schon mal nicht schlecht aus. Ja, ich musste auch auf sowas zugreifen wie Space Warp hier von Virtual Desktop, weil das sonst alles hier einfach nicht gut funktionieren wird, weil das grafisch doch ganz schön anspruchsvoll ist hier mit einer Mod. Man sieht das hier um Leon rum, da krisselt das Ganze, das sind so Kleinigkeiten, die man sieht, wenn man hier sowas wie asynchrones Space Warp nutzt. Aber es ist spielbar und ja, reicht ja erstmal. Ne? Ich werde es auf jeden Fall nicht mit so einer Mod spielen. Ich habe schon Lust auf die kommende VR-Version von dem Remake, was Ende des Jahres irgendwann kommen soll. Aber erstmal so ein kleiner Vorgeschmack ist doch nicht schlecht. Okay. Ja, genau. Ich musste das Bild hier ein wenig ja, zusammendrücken, damit Leon für euch nicht so fett aussieht. Ich hoffe,
Ich habe das jetzt ein bisschen nach Augenmaß gemacht, Wie weit ist er denn gegangen? dass das Scaling für euch jetzt okay ist. Ich habe das jetzt mit der deutschen Sprachausgabe, ich würde es wahrscheinlich eher auf Englisch spielen, aber oh, die Raben sehen dafür riesig aus, krass. Ja, genau. Auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Ich spiele mit dem Controller hier natürlich. Man kann sich hier umschauen. Okay. Ja, Cutscenes sind bestimmt auch weird. Also ich habe hier auch nur freies Drehen. Ich muss gucken, wie lange ich das Ganze hier aushalte. Bis mir schlecht wird. Okay. Also wir haben hier tatsächlich ja, einfach den Anfang des Spiels. Soweit ich mich erinnere, ist das einfach der Anfang. Ich habe Resident Evil 4 damals gespielt. Irgendwann auch mal erst vor kurzem habe ich das nochmal nachgeholt. In irgendeiner Remastered-Version. Aber das sieht natürlich nochmal ganz anders aus. Ich will mal gucken, ob alles noch okay ist hier. Aufnahme läuft. Ausschlag ist zu sehen. Okay, gut. Ein ganz schönes Gefrickel, muss ich euch echt ehrlich sagen. So. Jemand zu Hause? Er sieht auf jeden Fall. Das ist ja das Lustige. Es gibt ja diese Animationsfilme von Resident Evil, wo Leon auch da zu sehen ist. Und ich fand in Resident Evil 2 Remake, da wirkt er halt schon ein bisschen bubihaft. Und die haben ihn aber noch behalten. Das ist der gleiche Typ, aber er sieht schon ein bisschen kantiger aus. Okay, jetzt geht's los hier. Der Gruselfaktor. Aber grafisch echt schick, muss ich echt sagen. Normalerweise hat man es ja mit Mods, dass es so ein bisschen unscharf alles aussieht und so, aber mit Space Warp in der Virtual Desktop Auflösung Ultra, glaube ich, ist das. Sieht das richtig gut aus. Mein Staubsaugerroboter stört uns hier. Aber ich kann den jetzt nicht ausmachen. Okay, was kann ich hier finden? Ist ein Loch? Kann ich hier durchgucken? Ein bisschen kann man da durchschauen, ne? Ja, hier wäre jetzt natürlich eine First-Person-Mod richtig cool. Hier ist irgendwas. Dokumente oder was will er hier? Hier war doch so ein... Ah ne, hier. Oh, jetzt bin ich... Oh. Hoppla. In der Decke drin. Ich muss mich mal ducken. Was habe ich hier? Was ist hier zu sehen? Irgendwas Spanisches. Das Urteil naht. Mhm. Akte erhalten. Ich will hier gerade... Also alles sehr plastisch in 3D. Also ich freue mich extrem auf die kommende... auf den Unreal Engine Game Injector Mod. Das ist ja auch von dem Macher, der diese Resident Evil Mod hier macht. Oder alle Resident Evil Mods. Und das ist ja die Resident Evil Engine. Das ist ja nochmal was anderes als die Unreal Engine. Man kann davon ausgehen, dass die Engine richtig gut wird. Okay, ich habe keinen Schlüssel oder so. Ich habe Angst, dass ich hier vor
Das Holzknalle. Oh, wo kommt der denn her? Sorry, dass ich so reinplatze. Busca un policía. Vino aquí. Also hier ist die Kamera fix und genau, sowas ist natürlich extrem unangenehm. Oh oh. Oh shit. Oh. Jo. Okay, weiter Das geht's. gefällt mir nicht. Oh, das Fadenkreuz. Ist ganz woanders. Wie muss ich denn jetzt zielen? Nach Augenmaß? Okay, das ist komisch. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ui. Okay. Ich wollte... Aha. Ich wollte die Marke hier wieder aufnehmen. Nationales Polizeikorps, Mario Fernandez Castano. Okay. Was war hier noch? Schlüssel. Ja, alles nicht so ganz rund hier. War jetzt eine relativ schnelle Umsetzung zur Demo. Ich nehme an, bis es das Spiel gibt, falls ihr es nicht auf der PlayStation VR spielen wollt. Also wenn das Game draußen ist, dann wird Prey-Dog hier nochmal mehr Einstellungsmöglichkeiten mit einbauen. Genau, wenn ich natürlich hochgehe, bin ich fast in der Decke drin. Aber wenn ich hier nach unten die Kamera halte, dann habe ich hier so eine schöne First-Person-Ansicht. Das mit dem Schießen... Ah, guck mal, der schießt nach oben. Das Fadenkreuz stimmt also gar nicht. Das wird natürlich Probleme bereiten. Gut, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Muss ich so nach Augenmaß machen. So, wir haben den Schlüssel. Wir können jetzt wahrscheinlich hier durch. Oh, sehr dunkel. Also hier ist auf jeden Fall jetzt schon viel mehr zu tun und zu sehen als im Originalspiel. Da war dieses Haus einfach nur ein Haus und da war ein Dude drinne, den hat man getötet, dann kamen 3 Dudes und das war's. Hier ist ganz schön viel los. Schaut euch auf jeden Fall mein Tutorial für die Resident Evil 7 Hey, VR-Mod an. Da erkläre ich, wie man das Ganze hier installiert und auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die wir jetzt hier zwar nicht haben. ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Aber trotzdem könnt ihr vielleicht annehmen, dass manche dieser Einstellungsmöglichkeiten dann da aufkreuzen. Oh. So, hier endet das Ganze abrupt, leider. Ja, was soll ich sagen?
Ist leider so. Wie gesagt, ich habe echt viel Arbeit da reingesteckt, weil die Mod gibt eben nur ein Fenster aus und Leon war halt eben so auseinandergezogen irgendwie, weil das eben das FOV, ach, keine Ahnung, ganz viel technisches Zeug. Für mich in VR sah das super aus. Also Leon hatte ganz normale Proportionen. Dadurch, dass es Third Person war, natürlich so ein bisschen, alles sah ein bisschen kleiner aus, irgendwie gefühlt. Ne? Man guckt natürlich von oben drauf auf die Situation und so. Ähm, aber das funktioniert schon richtig gut. Das konntet ihr leider nicht sehen, wenn man später in das Dorf kommt, wo diese ganzen Bauern sind, die einen angreifen. Konnte man aus Fenstern gucken und so. Das hat schon richtig gut funktioniert. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall erst spielen, wenn das Ganze rauskommt für die PlayStation VR 2. Das soll erst Ende des Jahres oder so passieren. Von daher werde ich das erstmal liegen lassen. Ich fand es cool, in die Demo mal reinzugucken, was ich mir vorstellen kann unter das Spiel. Ich werde es auch nicht in Flat spielen, das mache ich mir auf jeden Fall nicht kaputt. Resident Evil 8, da habe ich auch ewig lang drauf gewartet. Jetzt werde ich es auf jeden Fall bald in VR spielen. Also bleibt hier auf diesem Kanal, wenn ihr das sehen wollt, wie ich Resident Evil 8 spiele, Village. Da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotz der ganzen, also trotz des abrupten Endes gefallen. Und ja, wie gesagt, ich konnte das nicht nochmal spielen. Da hätte ich, glaube ich, abgekotzt. Und wäre dann auch nicht mehr so spannend gewesen, die ersten Eindrücke bei so einer kurzen Demo. Naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality und auch mal Flat Gaming. Vielleicht mal gucken, werde ich mal irgendwas reinspiele. Eigentlich habe ich Bock auf Demon's Souls, das Remake. Hatte eigentlich vor, auf der PSVR 2 das in VR zu spielen, also in Flat, in Window-Modus, aber dann kann man ja nicht mehr capturen, weil es dann kein Bild gibt. Das fand ich sehr schade, das hätte ich sonst gemacht. Aber gut, vielleicht spiele ich es auch einfach dann in Flat irgendwann. Ja, wenn ihr es sehen wollt, abonnieren geht über studieren. Ne? Sagt man ja so schön. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.